Also herzlich willkommen. I heard that Koen was talking a bit about me. Koen ein bisschen über mich gesprochen hat, aber ich möchte mich kurz noch ein bisschen mehr vorstellen. Ich bin in Kalifornien und da lebe ich mit meinen zwei Töchtern, die sind ungefähr so alt wie die beiden hier, und mein Mann. Disobedient puppy. Und wir haben auch einen kleinen Hund, der aber nicht besonders gut hört. And you know, I have spent a lot of time kind of trying to understand what. Also ich habe viel Zeit damit verbracht, zu verstehen, wie Gesundheit funktioniert und wie auch Gesundheit in der Gesellschaft funktioniert. Und als Mutter habe ich eben diese Frage, ist mir die Frage besonders wichtig, und ich habe mich damit sehr beschäftigt. And for the past 20 years I have been researching and writing and advocating around what are the impacts of. Und die letzten 20 Jahre habe ich eben darüber geschrieben, war ein Fürsprecher und habe geguckt, was ist der Einfluss der chemischen Landwirtschaft. Where are there places around the world where people are showing alternative models? Und wo auf der Welt gibt es alternative Modelle, wo eben Alternativen geschaffen werden. Which I think in Koen's introduction is a bit of an explanation for why I'm here. Und das ist auch ein Grund, wie Koen schon in der Einführung sagte, warum ich jetzt halt heute hier bin. And you know, I thought I would just start with just the personal story of what got me most passionate about this work. Ich glaube, ich fange mal an mit der eigenen Geschichte, warum ich so leidenschaftlich mich diesem Thema widme. Yeah. So I was working on my first book. Ich habe an meinem ersten Buch gearbeitet. To India, Bangladesh, Poland, Kenya, France, Brazil, United States. Also da sind wir auf der ganzen Welt rumgereist, Indien, Pakistan, Brasilien und so weiter. And looking at places where people had been impacted by chemical agriculture and were developing alternatives. Und da haben wir geschaut, wie Menschen beeinflusst wurden von der chemischen Industrie und zu schauen, welche Alternativen da auch entwickelt wurden. And one day we had traveled to the Indian Punjab, which historically was the place that was supposed to be the proof that industrial agriculture with lots of chemicals and fertilizer and irrigation and equipment, the proof that this was going to be the way that we should feed the world. These farmers had adopted this technology many decades before, and we were there to see the results. Ja, wir waren dann in Indien und da hieß es eben, haben die ganzen Techniken übernommen, was jetzt die industrielle Landwirtschaft angeht, mit automatischer Beregnung und Dünger und so weiter. Und wir wollten jetzt nun anschauen, was die Resultate da waren. So we're there, and I was working on this book with my mother, and we're in the Punjab. And ich habe mit meiner Mutter an dem Buch gearbeitet und wir waren da in Indien. There were all the farmers from this region. There were about 40 farmers from this one particular region. Und da waren 40 Bauern aus dieser Region. That had again adopted these industrial practices. Und die haben diese Methoden angewandt. And all day long it was like 110 degrees. Und den ganzen Tag war es super heiß. The farmers, they were Sikh farmers. They had these beautiful colored turbans. Diese Bauern, die der Sikh-Religion angehören, und die haben diese Turbane an und die waren einfach wunderbar. Und einer nach dem anderen ist aufgestanden und hat gesagt, was passiert ist, was mit dem Land passiert ist und auch mit der Gemeinschaft als Ergebnis dessen, was die chemische Industrie gesagt hat, was sie machen sollten. Also das Wasser ist vergiftet worden und die Kinder krank geworden. Und ihr Konto ist ins Minus gegangen, weil sie für all das zahlen mussten. They talked about how their soil was totally destroyed. Und die Erde war zerstört. And you know, story after story, and they talked about how they even had some eine Geschichte nach der anderen, und die Nachbarn waren am Boden zerstört. Und dann sind sie aufs Feld gegangen und haben dann diese Pestizide getrunken und sich selber umgebracht. And so we're hearing testimony after testimony.
And again, this was the place that I in the US had been grown up being taught that das war jetzt eine Geschichte nach der anderen und das ist die Gegend gewesen, wo wir dachten, das ist die Zukunft, das hat man uns in den USA erzählt, da ist die chemische Industrie und da ist ein Wunder passiert und wir haben dann gesehen, es war aber genau das Gegenteil. And to also hear that they were at the end, and they were as a result, in a way, open to hearing alternatives. And so the same time we were there to research and write about their impacts, we had been brought there and they had been brought together because a trainer in organic agricultural practices wanted to start organizing in their community, and they were going to start with these 40 farmers to start teaching them that another way was possible. They didn't have to rely on all waren wirklich am Ende angekommen und die suchten dann nach Alternativen und da war eben auch jemand dabei, der jetzt organische Methoden denen beibringen wollte und eben diese 40 Bauern jetzt bereit waren, wirklich auch nach Alternativen anzunehmen. And so that was 20 years ago. And das war vor ungefähr 20 Jahren. Many of those farmers have become organic farmers. Und viele dieser Bauern sind also Biofarmer geworden. And at this conference that I was just in Siena, I met a leader from another state in India, Andhra Pradesh. Jetzt, wo ich in Siena war auf dieser Konferenz, da habe ich einen anderen Bauern kennengelernt, der eben aus dieser gleichen Region auch kommt. Who was telling me that they had enlisted Mit schon? Echt? Sorry. That they had gotten 500,000 farmers in that state. Also dass jetzt 500.000 Bauern mittlerweile den Umstieg gemacht haben von konventionell auf Bio. And that he was part of a movement to try to get the state of Andhra Pradesh to, as a state, really be a home for more sustainable practices. Und er war einer derjenigen, der eben in dieser Bewegung drin war, um zu schauen, dass man den ganzen Staat eben umwandelt, dass es nachhaltig bewirtschaftet wird. So it's that story, that arc, this shift of consciousness that I've definitely seen over the last 20 years. Und während der letzten 20 Jahre habe ich gesehen, wie eben das Bewusstsein sich wirklich geändert hat. And I thought I would tell you about one other story very close to my heart in the United States that in many ways learning about what's happened here in Malls makes me think about what's been happening in the state of Hawaii, und ich möchte euch eine andere Geschichte noch erzählen, die sehr ähnlich ist mit dem, was hier in Mals passiert und die mir auch sehr am Herzen liegt. And then stop talking and hear questions and conversation. Und dann können wir auch gerne Fragen stellen und die beantworte ich dann gerne. So has anybody ever been to Hawaii? Ist jemand schon mal auf Hawaii gewesen? No, not yes, you. Me. No, you have not had the pleasure, but you know about this place. Aber ihr kennt wahrscheinlich, habt vieles gehört über Hawaii und es ist wie ein Paradies und es ist einfach schön. What's that? Yeah, he heard about the research. So GMO. Hawaii for an American is this place of ultimate beauty. Also für alle Amerikaner ist Hawaii einfach das Paradies, die Schönheit und schlechthin. Bursting with nature. Das halt überall ist Natur und so a couple of years ago I learned that, well, yes, that is true about Hawaii. What is also true about Hawaii? Vor einigen Jahren habe ich dann gelernt, dass diese Schönheit existiert, aber es gibt auch noch eine andere Seite. It is, of course, a history of dominance by the United States. Dass es dominiert wurde von den USA einerseits. And of course by massive plantation agriculture, pineapple, sugar. Also Ananas, Zucker, es sind riesige Plantagen da. But in the last 20 years, those American companies went to find cheaper workers in other countries and left behind this huge amount of agricultural land. Also da ist ganz viel Landwirtschaft gewesen und dann haben aber die amerikanischen Firmen jetzt anderswo billigere Arbeitskräfte gefunden und dann ist das Land eben nicht mehr weiter bewirtschaftet worden. And who moved into that land, took it over from those companies, were all of the biggest chemical and seed companies in the world. Dow, DuPont, Syngenta, Monsanto. Ja, also die großen chemischen Firmen sind dann da hingekommen und haben das Land quasi übernommen und sich da angesiedelt. Drawn there for a couple reasons. Number one,
it's the climate. They can grow. They're using the land to grow GMO seeds to sell around the world. Sie sind deswegen aus verschiedenen Gründen dahin gekommen. Einmal wegen, weil sie da Pestizide ausprobieren können und dass sie mit ihren Versuchen da eben freie Bahn haben. They also were drawn there because there is basically zero regulation. The nearest environmental governmental agency is not even on the islands, it's all the way over in California. Also es gibt halt keine Agentur oder kein Büro, was da wirklich jetzt irgendwas reguliert. Und die nächste Stadtbehörde, die da zuständig ist, die ist eben in Kalifornien, das ist ja ein bisschen weiter weg. Und das Klima ist eben auch ideal, um solche Testversuche machen zu können. So you have 10,000 acres of mainly GMO corn being developed. Also Tausende von Hektar, wo eben genmanipulierter Mais angebaut wird. And these fields are, right next to communities, right next to schools, right next to hospitals. Und diese Felder sind einfach neben Schulen, neben Krankenhäusern, also da, wo überall Menschen sind und wohnen. And as the years went on, the local community started noticing many more children getting asthma. They started noticing new cancers that they had never had before, and they even started noticing children being born with birth defects that had never been there before. Also sie haben dann plötzlich bemerkt, dass Kinder kranker werden, dass besonders Asthma, Krebs und auch Fehler schon bei den Geburten vorhanden waren bei den Kindern. And it came to a point in 2008 and then again in 2009 when the local community school had to be evacuated because dozens of children got sick because they were spraying, like right in the middle of recess, they were spraying pesticides. Also es war 2008, 2009 kam es dann zu einem Vorfall, wo eine Schule evakuiert werden musste, eben weil direkt nebenan gesprüht wurde. The company said, we are not to blame, we're really sorry the children got sick, but it had nothing to do with us. They must have just had an allergic reaction to stinkweed that had been growing there for decades. Also die chemischen Firmen, die sagten dann, ja, tut uns leid, dass die Kinder krank geworden sind, aber wir haben damit überhaupt nichts zu tun. Das waren wohl allergische Reaktionen, die die Kinder zu einem bestimmten Unkraut bekommen haben. Dieses Unkraut wächst da allerdings schon seit Jahrzehnten. The community knew it was because of the spraying. Also die Gemeinde wusste, es hat mit den Giften zu tun, die sie da gesprüht haben. So a small group of people said, we need policy, we need protections, we need buffer zones. Also eine kleine Gruppe von Aktivisten sagte dann, wir brauchen Abstandsregelungen, wir brauchen Regeln überhaupt, die eben eingehalten werden müssen. We need basic, common sense things like mandatory disclosure. So if you are going to spray a toxic chemical, you give the community notice, so pregnant women can go inside, that children are not on the playgrounds. Ja, also die haben gesagt, wir brauchen Regeln, die einfach dem gesunden Menschenverstand entsprechen. Also wenn gesprüht wird, dann muss man Bescheid bekommen, sodass schwangere Frauen zum Beispiel nach drinnen gehen können oder dass Kinder, die auf den Spielplätzen sind, eben dann auch nach Hause gehen. And you need to do things like, which they were not, fund the local health department to track women and pregnancies for birth defects so that you could actually start proving or documenting the birth defects that were happening, because the community was noticing it, but no one officially was tracking it, and so those numbers never registered. Dann haben sie gesagt, wir müssen diese gerade Geburtenfehler bei den Kindern, das müssen wir aufzeichnen. Wir müssen einfach in den Krankenhäusern Untersuchungen machen, sodass wir das auch dokumentieren können, weil die Menschen haben es bemerkt, aber es gab eben keine offiziellen Daten darüber. So they developed this, in a way, very common sense policy, but also really amazing policy. Also sie haben einerseits jetzt Regeln entworfen, die wirklich dem gesunden Menschenverstand entsprechen. And they started organizing. They brought together the doctors and the nurses and the teachers and the mothers and started organizing in the community. They started even, they had these massive public marches in the streets, which had never happened on any issue ever before in Kauai.
Das war jetzt auf der Insel Kauai, also von den hawaiianischen Inseln. Und da haben sie zusammengebracht die Ärzte, die Krankenschwestern, die Mütter, die Lehrer, um sich dafür einzusetzen. Und sie hatten dann öffentliche Demonstrationen, wo halt die Menschen auf die Straße gingen und sich geäußert haben. Und sowas ist da auf der Insel einfach vorher noch nie passiert. And it was in the process, it was also very hard because those chemical companies provided pretty much the only jobs that many people in that region could have, and that often it meant you were also organizing, but it was your brother or your cousin who was employed by those companies, and it was hard, and it was about trying to build relationships despite the divisions. Es war also sehr, sehr schwierig für die Menschen, weil diese Chemiefirmen eigentlich die einzigen sind, die da wirklich Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Und wenn jetzt der Cousin oder jemand halt da angestellt ist, dann war das schwierig, trotzdem in Beziehung zu sein und zu bleiben. Ja. Also es hat die Menschen herausgefordert. Yeah. So, after all this organizing, and the election came, and I imagine, like here, the sort of, are you going to win or are you going to lose moment came. And the community the night of the election was just elated because they won in a landslide. They won, this policy passed. Und dann 2014. Das war jetzt 2014, da gab es dann Wahlen. Und die waren dann am Abend, als die Wahlen eben vorbei waren sie in Hochstimmung, weil sie gewonnen hatten. Yeah, this was amazing. But within days, the chemical industry, with their very deep pockets, lots of money, and their very high-paid lawyers, took the county to court and said, you cannot pass this policy. It is illegal. It is illegal to pass the policy at the county level because state law preempts local policy. So unless this was a state law, it's invalid, it's illegal, and it has no enforcement powers. Also obwohl sie jetzt in der Kommune gewonnen hatten, es sind nur einige Tage vergangen, dann kamen die Chemiefirmen und haben gesagt, also es ist ungültig, so geht es hier nicht, weil das jetzt auf der Ebene der Kommune ist, aber wir müssen auf die Ebene des Staates gehen und die haben natürlich tiefe Taschen, also sehr viel Geld, die haben ihre tollen Rechtsanwälte und die haben eben gesagt, so geht das nicht, das können wir nicht akzeptieren, das muss auf einer anderen Ebene entschieden werden. So you can imagine, it was a very depressing and sad time for everybody who had worked so hard to then feel like they won, but then they didn't, they lost. Also ihr könnt euch vorstellen, dass es sehr deprimierend war, weil sie hatten gedacht, jetzt haben sie endlich gewonnen und dann war es aber einfach nur ein paar Tage später, nein, sie haben doch nicht gewonnen. But the leaders, the community groups, they sort of took they found themselves falling down. Maybe they went surfing and helped get back in touch with nature. But they decided that they didn't want to give up, that they had to keep going. And they decided they had to do 3 things. Number one, besonders die Anführer, die haben dann gesagt, nee, also wir können jetzt nicht einfach aufgeben und vielleicht sind sie surfen gegangen oder haben sich auf den Boden fallen lassen, weil sie sagen, sie müssen sich wieder mit der Erde verbinden, mit der Natur. Und dann sind sie aufgestanden, haben gesagt, so jetzt geht's weiter und sie haben dann 3 Dinge entschieden. Yeah. So they decided they needed to do 3 things. Number one, they needed to do a state policy that they were going to organize. It was going to be hard, they knew, but they were going to try to pass a state policy. Also das erste war, dass sie gesagt haben, gut, dann müssen wir eben ein Gesetz auf der Ebene des Staates durchbringen. Wenn das gefordert ist, dann machen wir das. And number 2, they realized that unless they had people who represented their interests in power, who were elected in elected office, that they would keep losing. So they started a training program to train community folks to run for office. Und dann zweitens haben sie eben entschieden, gut, sie brauchen dann auch Menschen, die in den politischen Ämtern sind, die ihre Interessen vertreten. Und sie haben dann ein Trainingsprogramm angefangen, um eben Menschen aus der Gemeinde zu trainieren, sodass sie eben sich für diese politischen Ämter bewerben können und dass sie da gewappnet sind. Yeah. And 3, that they really wanted to
find the joy again in building an alternative, in really teaching kids how to grow healthy food and starting to really build toward what they wanted to see. They wanted projects that would be positive and creating the solutions that they wanted. Und drittens war, dass sie gesagt haben, wir müssen unsere Freude wiederfinden. Und dass wir auch den Kindern wieder beibringen wollen, wie man Essen, also wie Essen wächst und wie man mit der Erde umgeht. Und dass sie eben was Positives wieder haben wollten, wo sie sich hin orientieren. So, 2018, the next big election, so 4 years later. Also 4 Jahre später, jetzt sind wir dann in 2018 angekommen. They organized, again, the mothers, the teachers, the nurses, the doctors, everybody. Und da haben wieder alle eben mitgemacht, das zu organisieren, die Krankenschwestern, die Ärzte, die Mütter und so weiter. For a statewide policy that had many of the same things, not as bold as they wanted, it was not as strong as they wanted, but they had many of the same things in a statewide policy, including a complete ban on the worst pesticide of all, a pesticide called chlorpyrifos, which is a neurotoxin. Also sie hatten ganz viele von den Dingen, die sie ursprünglich schon in ihrem Entwurf drin hatten, jetzt wieder in die Gesetzesvorlage reingebracht. Vielleicht nicht ganz so mutig, wie es vorher war, aber was ihnen ganz wichtig war, dass vor allen Dingen dieses Chloro-Dings, Pyrifos, genau, dass das nicht mehr verwendet werden kann, weil es eben ein Gift für das Gehirn ist. And the election came, once again, all the organizers were biting their nails. Dann war es dann endlich so weit, dass die Wahl wieder anstand und alle, die dabei waren, haben auf ihre Nägel gebissen, ganz aufgeregt. But they ultimately celebrated passing this policy at the state level. Und dann haben sie es geschafft, dass eben dieser Gesetzesentwurf jetzt auf der Ebene des Staates durchgekommen ist. And so far, knock on wood, the companies have not sued them. Und bis heute ist es so, dass keine der Chemiefirmen sie jetzt wieder verklagt haben. And secondly, 3/4 of all the candidates who they ran, who they had trained to run for office, 3/4 of those candidates won, and for the first time in decades, the county council of the island of Maui is majority women, majority native, majority progressive. Also das ist zum ersten Mal seit Jahrzehnten so, dass jetzt die Gemeinde, also die Mitglieder von dem Staat Maui, von der Insel Maui, jetzt hauptsächlich Frauen sind, Einheimische und die der progressiven, also der fortschrittlichen Partei angehören. Und es war so, dass 3/4 von denen, die sie trainiert haben für diese politischen Ämter, dass sie auch wirklich gewählt worden sind. And third, they one of their many projects to build the kind of food system they wanted came to fruition, and where they brought one of the traditional streams back to life and planted for the first time in 130 years their traditional crop of taro, which is also really a core part of native Hawaiian spirituality. But for the first time in 130 years, they planted this taro crop in this one community. Und dieser dritte Punkt war ja wichtig, dass man eben wieder Dinge anbaut und wieder Freude hat. Und es ist jetzt dann so gewesen, dass sie zum ersten Mal seit 130 Jahren wieder diese Taro-Wurzel angebaut haben. Das ist eine der wichtigsten in der hawaiianischen Tradition, wo eben auch diese spirituelle Verbindung mit dem Land sich ausdrückt. Und die haben sie dann zum ersten Mal seit 130 Jahren wieder angepflanzt. And so I share that story also because I feel like there are so many parallels with the work that you all are trying to bring to life here, the need for resiliency in the face of defeat, and to constantly be coming together to keep moving forward. And so I share all that
with you in that context. Also diese Geschichte habe ich jetzt speziell eben euch hier erzählt, weil ich das Gefühl habe, da sind sehr viele Parallelen zu dem, was da drüben passiert ist, dass selbst wenn man eine Niederlage erleidet, dass man eben wieder aufsteht, dass man weitermacht und ja, dass man eben nicht aufgibt. Yeah, and but I'm thinking maybe I'll stop there and hear what questions you all might have. But I also want to just take a moment to thank all my hosts here I've had an incredible day of meeting many people from here and learning about what has been happening, and I just want to appreciate all of you and appreciate Ursula for the translation. Ja, also vielleicht mache ich jetzt hier eine kurze Pause, weil es haben sich ja vielleicht Fragen ergeben. Und dann möchte ich auch kurz diesen Moment mehr Zeit nehmen, um zu danken, Koen und allen, die jetzt hier heute den Tag organisiert haben und mir schon Informationen gegeben haben. Und ja, sie dankt auch mir als Übersetzerin. Thank you. Ja. Thank you. Ja.